So, hallo miteinander. Hallo zusammen. Wir sind wieder retour. Und genau, wir wollen euch jetzt einfach so ein bisschen erzählen, was sich bisher so da hat auf unserer Recherche und was wir so Neues zu erzählen haben. Und zwar hat es jetzt das letzte Mal geheißen, wir wollen eigentlich so ein bisschen Richtung Istrien, Norden. Da habe ich jetzt einfach herausgefunden, dass es schon recht viel teurer ist, wie jetzt zum Beispiel so ein bisschen eher gegen das Inland, in Slawonien zu. Sonst schaue ich, dass ich das schnell auf einer Karte kann, zeigen kann, weil das habe ich einmal gerne, wenn man so einen Überblick hat. Genau, also Slawonien wäre dann eigentlich so ein bisschen Richtung Ungarn rauf. Wäre so ein bisschen mehr ins Landesinnere. Dort hätten wir eigentlich auch ein bisschen mehr die Vegetation von der Schweiz. Oder? Es ist ein bisschen gebirgiger, ein bisschen mehr Wald, ein bisschen mehr so grün. Und je näher an die Küste zu, desto trockener und desto teurer wird es halt auch. Also wir haben auch Videos gesehen von einer, die eben auf Istrien ausgewandert ist und die ist ja wirklich, sie gesagt, die Preise dort, aber halt, das sind dann schon wirklich die Küstenstädte, Ja, aber das ist dann sehr teuer. Ja, sie hat auch wirklich gesagt, durch das, also es ist eigentlich fast schon Deutschland, Ja. weil halt es können viele Deutsche dort, also Einheimische und die Deutschen gehen dort quasi in die Ferien und von dem her werden die Preise jetzt eigentlich immer mehr wie in Deutschland. Genau, und was wir... Ja. Also das Coole ist wiederum in Istrien, dass eigentlich eben, also die Leute können Deutsch gemeint haben, weil früher war das noch ein Teil von Italien und darum lernen eigentlich die in Istrien leben, ab der 1. Klasse lernen die eigentlich Deutsch und Italienisch als zweite Fremdsprache und darum können dort wirklich alle Deutsch und das wäre jetzt halt wieder der Vorteil. Aber eben, ich meine, wenn wir dort gleich viel zahlen wie in Deutschland, dann wegen dem müssen wir nicht auswandern. Es geht uns ja auch darum, eigentlich bei der Auswanderung vor allem, dass wir eigentlich möglichst viel aus unserem Geld machen können, weil wir wollen eigentlich vor allem unsere, Freizeit, viel Freizeit für uns haben, aber viel auch Zeit haben für unseren Garten und unsere Selbstversorgung. Und zum Videos machen, zum euch mitnehmen. Und das ist alles, ja, wenn man mehr aufs Finanzielle angewiesen ist, einfach schwieriger. Genau. Also die Schweiz ist halt einfach unglaublich teuer und und da müssen wir halt einfach so viel arbeiten, dass wir einfach unser Leben nicht geniessen können und unsere, das, was wir für uns selber aufbauen wollen, unser Paradies, das bleibt dann halt ein bisschen stehen und darum wollen wir eigentlich auswandern, dass wir halt wirklich auch, also eben, dass einfach die Vegetation auch besser stimmt mit ein bisschen mehr Sonneneinstrahlung und so, für das bessere Abpflanzen, für dass es einfach sonst ein bisschen wärmer ist, aber halt auch, dass wir ein bisschen mehr von unserem Geld haben und Ja. Genau, und darum sind wir jetzt eben auf Kroatien gekommen, weil eben dann Spanien und Italien, also das haben wir jetzt nochmal angeschaut, wir sind jetzt noch mal ein bisschen am Recherchieren gewesen, aber eben es ist halt einfach, Spanien ist halt einfach furztrocken im Sommer, wirklich auch die Orte, ich habe dann ein bisschen geschaut, mehr so ein bisschen irgendwie im Norden oder an der Nordküste, dort ist es aber wieder recht windig und kühl teilweise, aber im Sommer ist es einfach wirklich sehr trocken, Italien ist auch extrem heiß und trocken und ja, ich weiss auch nicht, irgendwie in Italien haben wir irgendwie beide... Also er ist Italiener. Nein. Aber kann kein Italienisch, aber irgendwie ist es einfach irgendwie, Für uns ist es einfach immer noch Kroatien, jetzt auch nach diesen ganzen Recherchen. Genau, machst du einfach mal einen Punkt, genau. Da bist du voll im Fahren. Ja, also eben genau, und darum haben wir jetzt gesagt, also ich wollte jetzt Istrien nicht ausschliessen, aber es ist, glaube ich, für das, was wir wollen, gleich nicht ganz das Richtige, weil dort wäre es wieder sehr teuer. Plus es gibt ganz viele Gruppen, wo man beitreten kann, eben so Auswandern in Kroatien oder so. Und dort habe ich eigentlich ich habe einfach einen Post gemacht und aufgestellt, dass wir etwas suchen. Und auf das haben sich eigentlich recht viele Leute gemeldet, also Privatpersonen, aber auch Makler. Wir gehen jetzt da nicht mit einem Makler, also wir können das ja auch privat irgendwie regeln. Und haben dann wirklich auch jemanden gefunden, der uns mega beraten hat. Also nicht ein Makler, sondern einer, der jetzt auch dort lebt und sich 10 Jahre mit dem Land auseinandergesetzt hat. Und ich habe das jetzt auch einmal nachrecherchiert. Also er hat gemeint, das Problem ist halt wirklich das mit den Flüssen, wenn wir natürlich zuerst an einen Fluss wollen, wenn wir denken, ja, so schön, oder dann kann man immer baden und nebendran sein. Aber in Kroatien ist anscheinend recht das Problem mit den Überschwemmungen. Und dementsprechend auch wieder mit den Moskitoplagen, oder? Weil eben, wenn es halt das Wasser überschwemmt, dann ist überall feucht und das ist die perfekte Brutstätte für die Moskitos. Und das ist aber dort das rechte Problem und darum ist es jetzt gleich nicht an einem Fluss, aber halt schon dort, wo es schön grün ist und darum sind wir jetzt eigentlich so ein bisschen auf Slawonien gekommen und dort Pozega rundum, also das wäre dann so Pakrac, Lipik umeinander, so die Gebiete. Das ist wirklich auch super von der
vom Land her sei es sehr fruchtbares Land, sehr schön, sehr viel Grün, sehr viel Wald zum Begehen und man kann gut wandern und es ist dort trotzdem die Infrastruktur sehr gut, oder? Und das hat er wie gemeint, das sei ja das Problem auch in Istrien, auch bei Dalmatien, dass eigentlich dort wirklich die Infrastruktur recht zu wünschen übrig lässt, dass man halt dort extrem lang muss fahren muss, um irgendwie mal irgendwo kann ich zu einem Arzt kommen oder so. Ist mir jetzt nicht ganz wichtig, dass wir in 5 Minuten bei einem Arzt sind, aber es wäre schon gut, wenn man eine Stunde fahren muss, wenn jetzt irgendetwas gleich wäre. Genau, und darum sind wir jetzt mal so ein bisschen, Pozega sind wir dort ein bisschen stehen geblieben. Und ja. Ja, der hat mit dem wir geschrieben haben, der hat noch gemeint, am allerbesten wäre halt wirklich, wenn man einfach einmal vorbeigeht. Weil anscheinend dort die Leute wirklich noch eine Tafel vorne rausstellen und schreiben eigentlich drauf, dass das Haus zu verkaufen ist. Es sind gar nicht so viele Portale. Und darum haben wir uns jetzt im September mal noch eine Woche Ferien genommen, wo wir wirklich überfahren wollen. Dann fahren wir das eigentlich ab. Da muss sonst nachher Zoran etwas dazu sagen, weil sie kennt schon jede Ortschaft. Ich kann die nicht beim Namen nennen. Da hat sie sich schon sehr, sehr informiert und hat auch schon einen Reiseplan, wenn sie noch was dazu sagen will, mehr oder weniger. Ja, aber dass man gleich, ich möchte jetzt gleich Istrien mal nochmal anschauen, weil es wäre halt schon auch am nächsten zu der Schweiz und irgendwie habe ich halt gleich noch so ein bisschen alle im Hintergrund, dass wir einfach nicht allzu ewig hätten, aber ich meine, kommt es jetzt darauf an, wenn wir jetzt noch 1 Stunde, 2 länger haben. Und eben, es wäre dann Zagreb wäre der nächste Flughafen dann von dort, von Pakrac oder von Pozega, wäre eigentlich der Zagreb-Flughafen, da hätten wir etwa 1,5 Stunden von dem her. Ist man ja dann schnell in der Schweiz oder in Deutschland oder wo auch immer. Ja, und wir haben ja dann wirklich auch anders Zeit, oder? Durch das, dass man dann nicht jeden Tag so muss arbeiten von 8 zu 5, so wie man das hier macht. Können wir auch mal... 40 Stunden Woche. Ja, da hat man wirklich auch mal Zeit, um vielleicht in die Schweiz zu kommen. Oder das ist anders wie jetzt, wo wir keine Zeit haben, um mal überhaupt wegzukommen. Ja. Und meistens, wenn du Zeit hast, hast du es finanziell nicht, oder umgekehrt. Ja. Vor allem in der Schweiz. Genau, darum haben wir jetzt vor, einfach mal dort runterfahren und uns mal alles ein bisschen anschauen und uns auch ein bisschen treiben lassen. Und auch, also ich habe jetzt schon ein bisschen Standorte rausgesucht, wo wir so ein bisschen rumfahren wollen, aber dass wir eigentlich vor allem unserer Intuition folgen und schauen, wo es uns anzieht. Und dann finden wir vielleicht etwas Schlaues. Also der uns eben so geholfen hat, jetzt, er hat gemeint, er hätte für 30'000. Im letzten Video habe ich ja gesagt 15. Also es gibt auch Sachen für 15 oder 20'000, aber das sind dann wirklich halt so halbe Bruchbuden, aber auch das wäre möglich zu renovieren. Also und er hat eben auch gesagt, er hat für 32'000, glaube ich, wirklich seine Hütte gekauft, die ist auch renovierungsbedürftig, sei jetzt dran. Hat jetzt schon, wie viel? 3 hat schon ein bisschen was investiert. Ich glaube, bis 45'000, 50'000 wäre also insgesamt. Ich habe weniger. Er hat gemeint, insgesamt... Ich blende die Zahl ein, ich schaue nochmal nach, was er das Gefühl hat, wie viel er dann nachher eigentlich fertig ist mit Renovieren, wie viel Geld er noch muss investieren muss. Das war, glaube ich, nicht so viel. Ja, also es ist möglich. Wir rechnen jetzt irgendwie gerade so ein bisschen mit 50'000 oder so. Aber ich meine, das ist ja immer noch nichts. Also in der Schweiz zahlt man ja mindestens 500'000. Ja, darum wollen wir ja wirklich jetzt einfach mal unser Bild machen, dass wir auch sehen, was es vor Ort so kostet, weil im Internet haben wir es jetzt eigentlich gesehen, was die Preise ungefähr sind. Also man findet wirklich 30'000 bis 50'000 findet man etwas. Und und meistens hat man dann eigentlich wirklich auch zum Teil 2 Gebäude, das eher weniger, aber halt wirklich Land. Und das ist ja eigentlich für uns das Wichtigste, wenn jetzt halt mal ein Gebäude ist, das man noch renovieren muss, dann easy, ist das kein Problem. Weil das macht uns eigentlich auch an, um mal angehen, dass man das auch mal selber gemacht hat. Dass man kann sagen, man hat seine eigenen 4 Wände renoviert. Oder? Ich meine, das kann nicht jeder sagen. Genau, und darum sind wir jetzt einfach auch ein bisschen mit dem Finanziellen dran. Wir haben bei der Pensionskasse genau, Finanzen. Genau. Das Thema. Also noch ganz schnell, also es geht natürlich auch, man kann auch für 80'000 oder 90'000 oder für 160'000 etwas kaufen. Gegen oben ist das natürlich offen. Wir haben auch ein bisschen näher zu der Küste etwas gesehen für 160'000. Das wäre wirklich auch mega schön gewesen. Aber eben, bei uns ist es jetzt halt auch eine Geldfrage und darum lieber etwas Günstigeres, wo man noch etwas basteln kann. Genau, und was du noch gesagt hast mit diesen mehreren Gebäuden, das wollte ich auch noch ansprechen. Also es ist eigentlich wirklich meistens, bekommt man irgendwie
irgendwie fast ein Hektar oder ab 5000 Quadratmeter Land bis irgendwie 6 Hektar. Und wir schauen jetzt etwa nach 1 Hektar, also 10'000 Quadratmeter suchen wir etwa. Und dann hast du eigentlich immer wirklich ein Wohnhaus und dann hast du eigentlich noch eine Schür und dann irgendwie noch mal etwas. Also das hat eigentlich meistens noch so noch irgendwie einen Stall und noch eine Schür, also eben so. Ja, und aktuell werden wir noch nicht alle 10'000 Quadratmeter können bewirtschaften, aber wir haben also überlegt, wenn wir noch mehr Pläne haben und was wir sicher werden haben, oder, wenn wir dann so weit sind, dass wir den Platz brauchen. Ja, aber vielleicht noch nicht für die 10'000 Quadratmeter. Ja, und dann haben wir auch schon gehört, oder? Ich meine, wenn du jetzt dort Wiese hast, dann kann ein Bauer dort quasi Heu haben. Das heisst, er kommt das mähen und kann halt das Heu nehmen. Und von dem her ist es dann eigentlich gut. Du kannst es einfach wie jemandem abgeben, dass du die Arbeit nicht hast. Es ist aber immer noch dir und wenn du es halt brauchst, dann hast du das Land. Und ja, meistens ist es wirklich 5 bis 10'000 Quadratmeter hat man, oft auch noch Wald. Ja genau, Wald haben wir auch ab und zu gesehen. Schon eher nicht so oft, aber auch. Also ich meine, wo findest du in der Schweiz? Ich habe noch nie einen Wald zum Kaufen gesehen. Ja. Genau, ja. Und bei den Finanzen geht es wirklich darum, dass wir mit der Pensionskasse, da bin ich jetzt am schauen, weil ja, bei der Schweiz ist die Pensionskasse eigentlich nicht so, wie soll ich sagen, du musst selber nachrennen, also du musst selber schauen, wenn du mal beim neuen Arbeitgeber irgendwie nicht angegeben hast. Ich weiss nicht, ich meine, ich bin jetzt schon das zweite Mal in meinen mit den 5 bis 6 Orten, wo ich gearbeitet habe, bin ich schon das zweite Mal mein Geld am Zusammensuchen. Und da bin ich jetzt auch, sind wir jetzt am Warten, da können wir sonst ein anderes Mal noch was genau dazu sagen. Also es geht ja so darum, dass man eigentlich das Pensionskassengeld, das man ja zahlt, dass das eigentlich bei dieser Stelle von dieser Firma dann eigentlich aufbewahrt wird und dann geht es darum, dass man das selbstständig dann mitnimmt und auf die neue Pensionskasse vom neuen Arbeitgeber überweist. Aber das wissen halt viele nicht oder es nicht so genau und dann bleibt es halt irgendwie liegen und dann ist es halt teilweise dann einmal überall ein bisschen verteilt und es ist ja möglich, dass man das so ein bisschen zusammensammeln kann. Ja, da können wir es einblenden, genau. Und man hat auch im Internet gesehen, es ist wirklich ganz viel Pensionsgeld, das niemandem mehr gehört, weil es die Leute nicht mitnehmen. Ja. Also wir verlinken euch die Internetseite verlinken. Wir haben eigentlich es gibt ein zum Online-Beantragen oder das PDF, wir haben es eigentlich ausgedruckt. Da kann man einfach nur seine Personalien aufschreiben und das anschicken und dann ist das anscheinend so ein Gesuch, das Meldung gibt an alle ehemaligen Arbeitgeber, weil es ist irgendwie mit der ID, da könnt ihr das mit der AHV-Nummer. AHV-Nummer genau. und ID. Und die sind dann verpflichtet, um eigentlich sagen, wenn sie noch ein Guthaben von euch haben. Genau, und dann melden die sich eigentlich. Aber wir haben es jetzt gleich nochmal separat durchtelefoniert. Ja, weil das war jetzt aber bei mir gerade gut gewesen, dass man noch separat durchtelefoniert hat, weil die eine Pensionskasse hat noch meine alte Adresse und keine Handynummer. Und somit können die sich nicht melden. Können die sich auch fix nicht melden. Und ja, dann war es gleich gut, dass ich jetzt nochmal angerufen aber da bin ich jetzt am Warten, genau. Ja, also bei meiner Mami hat es jetzt auch geholfen, sie hat jetzt auch nochmal allen durchtelefoniert. Eben, sie wäre ja grundsätzlich auch fürs Mit-Auswandern. Sie ist sich, glaube ich, einfach auch noch nicht so ganz sicher wegen dem Land überhaupt. Aber mal schauen, wie es jetzt kommt. Sie tut jetzt auf jeden Fall gleich auch mal alles ihr Geld zusammensuchen. Und sie hat jetzt wirklich, hat noch 1, 2 alte Arbeitgeber, obwohl sie es eben auch schon mal zusammengetragen hat, sich jetzt mit dem Schreiben nochmal gemulden und jetzt kann sie dort das Ganze nochmal alles an einem Fleck zusammenschaufeln. Also das lohnt sich wirklich, dass auch mal Geld verloren geht. Eben, ja. Und was es da dazu vielleicht auch noch zu sagen gibt, gerade zum Thema Pensionsgeld, dass ja in der Schweiz, wenn jetzt jemand wirklich lange schafft, das ist ja auch so, dass viele Rentner in der Schweiz dann irgendwie ausziehen. Oder die auswandern, dass die dann auswandern, weil es halt im Ausland dann meistens ein bisschen günstiger ist. Und schöner. Und oft. Und es wäre ja dann wie auch möglich, dass man eigentlich, gerade wenn jetzt wenn die älteren Teil pensioniert werden, eigentlich also Kind vielleicht auch mit den Eltern auswandern. Weil das Geld wäre ja dann je nach Land eigentlich dass Kinder auch gerade mit dem Geld leben können und sich Kinder vielleicht im neuen Land etablieren können. Das sind auch Gedanken, wo man sich vielleicht auch mal gemacht haben, oder? Dass es auch möglich ist. Weil das Pensionsgeld, das man dann in der Schweiz hätte, langt halt wirklich auch fast für eine 4-köpfige Familie zum Teil in Teilsländer. Darum gehen ja jetzt auch viele Rentner, Thailand ist ja, glaube ich,
Ja, es wandern eben viele viel halt aus, eben oder? Mallorca oder kennen ja viele deutsche Rentner. Ja, dass man einfach Party machen kann am Alter. Ja, also Thailand ist ein bisschen schwieriger, weil du ja dort musst eigentlich verheiratet oder Einheimische sein, dass du dort darfst. Und dort können sie auch. Aber eben Kroatien ist wirklich auch immer mehr am Kommen, hören wir. Ah ja, und was vielleicht jetzt zu unseren Gunsten ist, weil wir uns ja wirklich selbstständig machen Selbstversorgung, ist, das ist jetzt eigentlich für das Land, also für die Kroaten eher ein bisschen mühsam. Viele wandern jetzt eigentlich vom Inland weg, weil es eben die Infrastruktur und Bildung, was hat er gesagt, die Bildung glaube ich nicht ganz so ist. Und wandern eigentlich an die Küste aus, weil es halt dort mehr... mit der Bildung ist glaube ich gut. Nicht Bildung, aber weil es einfach an der Küste mehr Geld Genau, gibt. Das heisst, genau. vom Inland gehen immer mehr an die Küste. Weil Also halt die Einheimischen. Die so, Einheimischen, genau. weil an der Küste halt der Tourismus Geld bringt und sie gehen eigentlich dann dort arbeiten. Das heisst, im Inland jetzt eigentlich immer weniger. Sprich, das ist vielleicht für uns dann halt jetzt eine Win-Situation, dass wir halt auch einfach vielleicht etwas Günstigeres finden, wenn jemand etwas loswerden will. Genau, weil wir eben eh nicht an die Küste wollen. Also eben wir sind jetzt beide nicht so die Meervernarrten. So. Uns wird es eigentlich schnell langweilig am Meer. Ich kann schon mal irgendwie einen halben Tag so ein bisschen, oder auch einen ganzen Tag so am Strand hängen, aber dann wollte ich eigentlich mal etwas erleben und etwas sehen. Eben, wir sind lieber im Wald. Ja, uns zieht es eigentlich in den Wald, wieder am Bach durch und hocken dann lieber dort auf einem warmen Stein. Und, ja, genau. Und ein bisschen die Vögel beobachten und ein bisschen die Bäume schmücken und so, ja. Genau, da haben wir jetzt halt einfach Glück, haben wir die Vorliebe, weil das kostet halt einfach irgendwie ein Zettel, wie etwas an der Küste kostet. Ja, die Küste ist schon teurer, Meerblick ist teurer und ja. Genau. Was wollte ich noch sagen? Ja, also was man sicher mal noch an dieser Stelle kann sagen, es ist halt jetzt doch erst unser zweites Video. Wir wissen zum Teil auch noch nicht, also wir kommen auch noch rein. Ja, genau. Sagt uns doch bitte, wenn es irgendwelche Anregungen gibt, über was wir reden können. Das hilft uns auch, weil dann haben wir auch eher einen Leitfaden und müssen da nicht improvisieren. Wir tun das schon das Zeug auch mehrheitlich rausschreiben, dass wir auch wissen, was wir sagen können. Aber da dürfen wir gerne Rückmeldung geben oder vielleicht auch, was euch interessiert. Oder? Und es hilft uns in dem Sinne auch, wenn wir euch helfen können, weil wir werden uns mit dem Thema auseinandersetzen und vielleicht auch durch die Fragen, die ihr stellt, auch neue Erkenntnisse haben, die uns weiterbringen können. Von dem her ist es ja eigentlich wirklich ein Zusammen. Absolut, oder? Und dass jeder eigentlich selber kann entscheiden kann, wo es ihn anführt und dass er auch merkt, dass es zum Teil auch wirklich einmal eine Überlegung in die Richtung braucht. Oder gerade mit dem Finanziellen. Also, ich kann nur von mir reden. Ich habe eigentlich nie Familie wählen, also so Kind, das habe ich schon früh eigentlich gewusst, dass ich das nicht möchte. Aber ich habe als der Beruf, den ich damals geschafft habe, gleich im Hinterkopf gehabt. Also er ist Stromer, hast du schon gesagt? Elektroinstallateur, genau, Elektriker. Und ich hatte dort gleich im Hinterkopf gehabt, also ich wollte eigentlich etwas Neues machen. Ich wollte mich dann umschulen oder bin dann schon gegangen. Aber ich hatte dann eigentlich im Hinterkopf gehabt, ich kann doch jetzt nicht einfach meinen Job aufgeben, weil was ist, wenn ich Familie habe? Ich habe aber eigentlich gewusst, dass ich ja gar keine Familie will. Also ist das ja eigentlich gar kein Problem. Aber was, wenn doch? Und eigentlich so, das Finanzielle hat mich dort eigentlich schon gehindert, einen Schritt weiter zu gehen. Und ich glaube, da rede ich für viele. Weil das ist eigentlich schon der erste Punkt. Wenn es finanziell nicht aufgeht, dann macht es keinen Sinn, etwas zu machen. Aber man weiss halt, es wird einem nicht gesagt, was man alles für Möglichkeiten hat. Ja, wir haben halt einfach alle die ganze Zeit so, dass man muss Geld ansparen, fürs Alter. Das ist richtig so ein Mantra, wo es einfach so in unseren Breitengraden mega herrscht, dass man irgendwie unbedingt ganz viel Geld auf die Seite tun muss, wenn mal etwas passiert oder wenn man alt ist. Und darum ist es auch gar nicht möglich, dass man irgendwie einfach auswandert, oder? Weil, nein, du musst doch da ist doch die Sicherheit, wir sind ja in der Schweiz, das ist alles, was man braucht. Aber eben, wir haben es jetzt auch angeschaut und es ist wirklich eigentlich nur der Sicherheitsgedanke, der uns eigentlich an der Schweiz hat. Und der Sicherheitsgedanke ist auch gar nicht unbedingt, da sind wir von der Kriminalität her am sichersten, sondern weil wir einfach gemerkt haben, das Sicherheitsgefühl, das wir haben, ist nur unsere Gewohnheit. Genau. Wir fühlen uns auch sicher, weil wir alles kennen, weil wir wissen, okay, da läuft so, wir sind da, wir kennen alles, es ist alles so wie immer. Das ist das Einzige, wo man eigentlich vielleicht, also wenn man es möchte, kann versuchen zu überwinden, weil man merkt dann, aber eben dort, weil faktisch, wenn man das einmal anschaut, sind wir eigentlich in Kroatien, ist das
gibt den Terrorismusindex, ich kann das sonst auch rein tun. Sind wir eben mal genau, das haben wir gesehen in einem Peace-Index, Video, der Peace-Index, ja. Peace-Index, und da ist da Kroatien wirklich, ich glaube, auf Platz, also in Platz 20 von der ganzen Welt, die Schweiz natürlich auch, aber zum Beispiel der Terrorismusindex, der ist, Kroatien steht da besser da in der Schweiz. Also in der Schweiz hat es mehr terroristische Aktivitäten wie in Kroatien. Also, da haben wir eben auch meine Mami natürlich so, oh nein, und ein Ostblock und Hilfe und so, aber das ist ja auch der erste, das ist ja völlig legitim, das haben ja alle, wo da so in der Schweiz, in Deutschland eben so, oh nein, dann wird man nicht ausgeraubt und so. Aber, ja, aber das wird ja auch wirklich gesagt, oder? Es wird ja wirklich, jedes Land macht irgendwie Angst vor den anderen Ländern, also das wird wahrscheinlich im Osten genauso sein, auch der Westen, oder? Und das ist, ja, man muss halt wirklich mal selber anschauen und weniger einfach glauben, was gesagt wird, sondern sich wirklich mal ein eigenes Bild machen. Genau, und eben Kroatien, also wir haben dann mal noch Slowenien haben wir auch noch angeschaut. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt nicht die ganze Zeit Slowenien gesagt. Also nein, der Inlandteil, der Inlandteil heisst ja Slawonien und nebendran ist das Land Slowenien. Das ist ja. Auf jeden Fall Slowenien wäre ja nebendran und das wäre eigentlich auch ähnlich. Es ist glaube ich auch alles ein bisschen teurer, aber auch eigentlich ähnlich schön. Aber eben für uns ist jetzt eigentlich immer noch Kroatien. Ja, für viele, das will ich an dieser Stelle auch noch machen, weil natürlich die Sprache ist, also Deutsch ist natürlich schneller gelernt für uns jetzt, oder das können wir so mehr oder weniger, und, als jetzt Kroatisch. Und das ist auch ein Punkt, also es gibt, ich weiß nicht wie die heißen, es gibt so Headsets, die kann man anlegen und dann kann man eigentlich der Gegenüber und du hast so eins an und dann kann das übermitteln. Also ich kann in meiner Sprache reden. Also ich müsste jetzt vielleicht auf Hochdeutsch, weil Schweizerdeutsch wird es wahrscheinlich nicht geben, aber das schaffe ich dort knapp. Und der Gegenüber kann dann Kroatisch reden und so kann man das, kann man gleich miteinander kommunizieren. Im Notfall sage ich jetzt. Also, wir sind auch gewillt, das Kroatisch lernen. Ja, oder? Es ist nicht so eine einfache Sprache anscheinend. Also eben, da wäre jetzt Italienisch oder Spanisch wäre einfacher gewesen. Aber eben, wir haben ja auch gerne Herausforderungen. Ja. Das ist ja auch spannend. Ich finde es auch eine coole Sprache. So. Ich finde es schön. Eben, wir waren ja schon zweimal und ja, wir haben das dort einfach wohl gefühlt. Und eben jetzt auch nach noch mehr Recherchen ist es immer noch das Land. Also hat uns das Herz richtig gelotst. Ich sage an dieser Stelle machen wir mal, haben wir noch etwas? Mal schauen. Also, wir tun glaube den Rest in einem nächsten Video nochmal aufzählen. Ah ja, genau. Also wir gehen jetzt halt einfach wirklich, der nächste Schritt ist mal, ich habe auch noch Seiten, also so Immobilienseiten gefunden, wo halt Einheimische ihre Sachen reinschreiben und so, wie bei uns halt irgendwie ein Comparis oder so, gibt es ja dort auch. Und dass wir jetzt im September eben mal auf Kroatien gehen und uns mal gegen anschauen und vielleicht gerade ein Häuschen vor Ort finden. Aber ich habe gedacht, vielleicht wäre es auch schlau, dass wir vielleicht 2-3 Besichtigungen organisieren. Und eben da haben wir jetzt Sachen gefunden, so zwischen 30 und 80'000, wo wir jetzt mal würden dann anschreiben und könnte man dann besuchen und sonst uns ein bisschen treiben lassen. Ja, und vor Ort mal schauen, ob uns gerade etwas anspringt. Genau, gut. Das sind unsere nächsten Schritte. Und wegen der Pensionskasse, wie es da weitergeht mit dem Geld. Genau, da ist jetzt noch die Frage, eben, wie viel kann man denn da jetzt rausnehmen für einen Hauskauf im Ausland? Das ist jetzt noch die nächste Frage. Das schauen wir dann, wenn alles mal an einem Fleck ist, das ganze Geld, dass wir mal wissen, okay, wie steht es finanziell und wie viel können wir rausnehmen. Und was wir, da schauen, das schauen wir dann in einem nächsten Video dann erzählen, oder? Machen wir so. Okay. Gut, vielen Dank. So, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ade. Danke.